So we have a profound teaching with the Course in Miracles. So, wir haben ein sehr, sehr grundlegende Lehre mit dem Kurs in Wundern. Yeah. And yet it is simply a way to come in touch with our internal teacher. Und es ist wirklich ein Weg, um mit unserem inneren Lehrer in Kontakt zu kommen. And I think it's important to keep a very direct and simple focus. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir wirklich einen sehr einfachen Fokus haben. The most practical thing for me in these 37 years with the Course Der wirklich einfachste Weg für mich in diesem Kurs, den ich seit 37 Jahren streite, is by far, it's just guidance. ist auf jeden Fall bei weitem die Führung. The Course is just a tool that you will use for a period of time. Der Kurs ist nur ein Werkzeug, was ihr für eine bestimmte Zeit benutzt, To come into direct contact with your inner teacher. um in den direkten Kontakt mit eurem inneren Lehrer zu kommen. And in this sense, you release all dependencies from the world. Und in diesem Sinne lässt du jede Abhängigkeit von dieser Welt gehen. Recently, I heard a Christian historian speaking. Kürzlich habe ich einen christlichen Historiker sprechen hören. And he said, eventually everyone who follows Jesus ends up as a mystic. Im Ende ist jeder, der dem Weg von Jesus folgt, ein Mystiker. Because we have such a deep mystical connection with the light. Weil wir so eine tiefe, mystische Verbindung mit dem Licht haben. And our sole purpose is to come into full awareness of the light. Und unser einziger Zweck ist, um in das volle Gewahrsein zu kommen dieses Lichtes. And when we begin, we have many beliefs and many thoughts about ourselves and the world. Und wenn wir damit anfangen, haben wir sehr viele Überzeugungen und Gedanken über diese Welt. But we have the deep prayer of our heart to know God and know our true reality. Aber wir haben das tiefe Gebet in unserem Herzen, Gott zu kennen und unsere Wahrheit zu kennen. And this deep prayer, it activates our spiritual awakening. Und dieses tiefe Gebet aktiviert unser Aufwachen. So the first thing to be aware of is the desire of your heart. Das Erste, dem du dir gewahr werden musst, ist der Wunsch deines Herzens. The ego seemed to arise because it was desired. Das Ego kommt hoch, weil es gewünscht wurde. But when we desire God above all else, that's what helps the ego fade away to nothingness. Aber wenn wir Gott über allem wünschen, wenn das unser Wunsch ist, dann wird alles verschwinden, was sich dagegen richtet. So we use the desire to question everything that we believe in. Also wir benutzen unseren Wunsch wirklich dazu, alles zu sehen, was dagegen spricht. And we hold no beliefs apart from our desire to awaken to know God. Und wir halten keinen Wunsch zurück, um zu Gott zu erwachen. Yes. So the most important thing when we work with A Course in Miracles Das Wichtigste, wenn wir mit dem Kurs in Wundern arbeiten, ist just to keep our steadfast desire and keep our devotion strong and burning bright. Ist wirklich unseren Wunsch so aufrecht zu erhalten und den Wunsch wirklich so die Fackel leuchten zu halten. Yes.
some of you know there was a beautiful Indian saint called Paramahansa Yogananda. Einige von euch kennen den wundervollen heiligen Inder Paramahansa Yogananda. And he said before he passed away that people would come together in groups to focus their attention on God. Can you please say it again? Yes, he said people would come together in groups to focus their attention on God. Leute kommen zusammen in Gruppen, um ihre Aufmerksamkeit wirklich nur Gott zu widmen. And so as you deepen in your devotion, you will call forth witnesses and mighty companions. Und je tiefer deine Hingabe geht, umso mehr triffst du auf große Gefährten. And as you open to these witnesses, you come closer to realizing that the world is not outside of your mind. Und je näher du dem kommst, diesen Überzeugungen, diesen Zeugen begegnest, umso mehr stellst du fest, dass die Welt in deinem Geist ist. When the mind identifies with the body and the person, then it seems like there's a very large external world. Wenn der Geist sich mit der Person identifiziert und mit der Welt, dann sieht es so aus, als würde es eine große äußere Welt geben. Yeah. But as you go much deeper, you start to realize that the world is just a reflection of thoughts. Aber wenn du viel, viel tiefer gehst, dann stellst du fest, dass die Welt wirklich nur eine Reflexion deiner Gedanken ist. Even the people that seem to have a mind of their own. Auch die Menschen, bei denen es so aussieht, als hätten sie einen eigenen Geist. Are all just reflections of thoughts. Sind alles nur Reflexionen des Geistes. Society is a reflection of what you think. Reflexionen von dem, was du denkst. Governments are just reflections. Regierungen sind nur Reflexionen. Mother Earth is just a reflection. Mutter Erde ist nur eine Reflexion. And you give yourself over to a process of forgiving the world. Und du übergibst dich einem Prozess, der Welt zu vergeben. So from the session this afternoon, there was a discussion of no private thoughts and no people pleasing. Bei der Session heute Nachmittag gab es ein Gespräch über keine privaten Gedanken und es niemandem recht machen zu wollen. And the world is just a reflection of the belief in private thoughts. Und die Welt ist nur eine Reflexion von privaten Gedanken. In heaven, there are no private thoughts. Im Himmel gibt es keine privaten Gedanken. And there are no private minds. Und da gibt es auch keine getrennten Geister, private Geister. Yeah. So everything perceived through the five senses is really just a reflection of the ego belief system. Alles, was durch die 5 Sinne wahrgenommen wird, ist wirklich nur eine Reflexion des Ego-Gedankensystems. And even when we read words in the Course in Miracles like holy relationship, und auch wenn wir Worte im Kurs lesen wie heilige Beziehung, we are tempted to believe that this still is an interpersonal relationship. Sind wir immer noch versucht zu denken, dass es eine persönliche Beziehung ist. Zwischenmenschliche Beziehung. Yeah. But holy relationship is a reflection of the happy dream or the forgiven world. Aber heilige Beziehung ist eine Reflexion des glücklichen Traums oder der vergebenen Welt. It's a state of mind where you no longer are invested in thoughts about the body.
Es ist ein Zustand des Geistes, in dem du überhaupt nicht mehr investiert bist im Körper, an den Körper. Yeah. There's a part in A Course in Miracles Es gibt einen Teil im Kurs in Wundern, where Jesus says, do not raise body thoughts to the level of mind. hebe keine Körpergedanken auf die Ebenen des Geistes. And he means by this, you must learn to release the beliefs in causation in this world. Und er meint damit, dass du deine Gedanken freilassen musst in eine Ursache in der Welt. Yeah, this is the big trick of the ego, is to believe that there are causes and effects in the world. Das ist der Trick des Egos, dieser Glaube, dass es eine Ursache und eine Wirkung in der Welt gibt. For example, giving causation to food or to money. Zum Beispiel Ursachen in Nahrung zu geben oder Geld. Giving causation to the body and actions of the body. Oder eine Ursache dem Körper zu geben oder Dinge, die der Körper tut. This is how the mind holds on to guilt. Auf die Art und Weise hält der Geist an der Schuld fest. Believing that actions of the body, behaviors are causative. Der Glaube, dass Taten und Verhalten eine Ursache haben, sind. So, as we begin to follow guidance, we realize that everything that we need comes through the guidance. Wenn wir anfangen, der Führung zu folgen, merken wir, dass wirklich alles durch diese Führung kommt. And this is what I've experienced in these 37 years with the Course. Und das ist, was ich erfahren habe in den 37 Jahren mit dem Kurs. It's an involuntary experience of just coming to rest in the present moment. Es ist eine unfreiwillige Erfahrung, um in den gegenwärtigen Moment zu ruhen. Yeah, it's actually slowly loosening from all past learning. Das ist tatsächlich ein langsames Loslassen von allem vergangenen Lernen. And living completely from a sense of inspiration and inner guidance. Und komplett in einem Sinne durch Inspiration und Führung zu leben. And so opening to the possibility of being 100% intuitive. Und sich für die Möglichkeit zu öffnen, 100%ig intuitiv zu sein. And 0% analytical. Und 0% analytisch. Isn't that a lovely idea? Ist das nicht eine wunderbare Idee? Yes, it's very fresh. It's very spontaneous. Ja, es ist sehr frisch und sehr spontan. Yeah. And this is how the miracle is. Und das ist, was das Wunder ist. You just make your mind available to Jesus. Du machst einfach deinen Geist für Jesus verfügbar. And you say, okay, I'm ready for miracles. I'm ready to be used for miracles. Und du sagst einfach, okay, ich bin bereit, Wunder zu wirken. Ich bin dazu bereit, Wunder zu empfangen, ja. It's a way of saying, okay, here we go. Das ist ein Weg zu sagen, ja, lass es uns tun. I'm not going to rely on my past learning anymore. Ich werde mich nicht mehr auf mein vergangenes Lernen verlassen. Yeah. And so in that sense, the Course is way beyond a theory or a theology.
Und in diesem Sinne ist der Kurs weit entfernt von irgendeiner Theorie oder irgendeiner Theologie. It's something you use to get to dive into practical application. Das ist etwas, was du benutzen kannst, um einzutauchen in die praktische Erfahrung. To invite the Holy Spirit to undo every single belief of the ego. Den Heiligen Geist einzuladen, um dich wirklich von allen Ego-Gedanken frei zu machen. Yeah. And when you give yourself over to this, the world starts to be more like a fairy tale. Und wenn du anfängst, das alles ihm zu übergeben, dann ist es so, dass die Welt sich wirklich, sie sieht aus wie ein Märchen. Yes, and increasingly it's a very happy fairy tale. Und es wird immer mehr wie ein glückliches Märchen. Yeah, where you just feel that you're just immersed in miracles every day. Und du fühlst dich so, als wirst du wirklich eintauchen in Wunder jeden Tag. And it feels so natural. Und es fühlt sich so natürlich an. You really are letting go of all worries and concerns. Du lässt wirklich alle Sorgen und Bedenken los. Because everything that you need to express the miracle is provided. Weil alles, was du brauchst, um das Wunder zu wirken, wird dir zur Seite gestellt. The means of spiritual awakening are not in the future. Die Mittel für spirituelles Erwachen sind nicht in der Zukunft. We have everything that we need right now. Wir haben alles, was wir brauchen, jetzt hier. And Jesus assures us that what we once saw as problems will melt away. Und Jesus versichert uns, was wir einst als Problem gesehen haben, wird dahin schmelzen. Yeah, it's like a momentum that grows stronger and stronger. Das ist wie ein Momentum, das immer stärker und stärker wird. Where you know that the purpose is to feel the happiness and the joy. Wo du feststellst, dass der Zweck ist, die Freude und diesen Spaß zu fühlen. And your focus and attention goes away from the things of the world. Und dein Fokus und deine Ausrichtung geht weg von allen Dingen der Welt. You see that freedom and happiness and peace are the goal. Du siehst, dass Freiheit und Glücklichsein und Frieden das Ziel sind. And you see that the body and the outcomes that surround the body are not the purpose. Und du siehst, dass der Körper und die Umgebung nicht das Ergebnis, nicht das Ziel ist. Yeah. And do you see that the one thing that you want is to have an expanded faith? Und du siehst, dass das Einzige, was du willst, ist, dass sich dein Vertrauen ausdehnt. You see that faith has answered every question there could ever be. Das Vertrauen jede Frage beantwortet, die jemals da war. And you also realize that anytime you experience fear or anxiety, you are thinking about bodies. Und du stellst auch fest, dass jedes Mal, wenn du Angst oder ängstliche Gefühle hast, feststellst, dass das immer den Körper betrifft. Yeah. Our identity is the Christ, an idea in the mind of God. Unsere Identität ist der Christus, eine Idee im Geiste Gottes. It has absolutely nothing to do with physicality at all. Das hat absolut nichts mit dem Körper zu tun. Kein bisschen. And so for the ability to see the Christ in everyone that you meet. Und so mit dieser Möglichkeit, den Christus zu sehen in jedem, den du triffst, you let the love that is in you be all that it is.
lässt du diese Liebe, die in dir ist, alles sein, was ist. And you begin to have a disinterest in interpreting the body and the world. Und du fängst an, ein Desinteresse zu haben an dem Körper oder an Dingen in der Welt. The prayer in the heart is, Holy Spirit, show me the world in a new way. Das Gebet ist, Heiliger Geist, zeig mir die Welt aus einer ganz anderen Sicht. I don't want to hold on to any personal interpretations. Ich will nicht mal an irgendwelchen persönlichen Interpretationen festhalten. And in order to go toward this light that is in the mind, Und diesem Licht entgegenzugehen, das im Geist ist, the miracles show you that the Spirit can use the symbols of the world. das Wunder zeigt dir, dass der Spirit alle Symbole der Welt benutzen kann. Because the Spirit has no investment in these symbols whatsoever. Weil der Spirit überhaupt keine Anhaftung an diese Symbole überhaupt hat. Let's just take the example of money. Nehmen wir mal das Beispiel von Geld. Think how indescribably happy the mind is Denke, wie unbeschreiblich glücklich der Geist ist, when money is viewed as just nothing more than a neutral symbol. wenn das Geld zu nichts anderem benutzt wird, außer ein ganz neutrales Symbol. Not positive, not negative, Nicht positiv oder negativ, not important, not unimportant, nicht wichtig oder unwichtig. just a symbol, just like the body, Nur ein Symbol, der Körper. part of a theater that the Holy Spirit can use Ein Teil eines Theaters, das der Heilige Geist benutzen kann, to help remember that everything is in the mind. zu helfen, uns daran zu erinnern, dass alles im Geist ist. There is only one mind. Es gibt nur einen Geist. There aren't separate minds with separate thoughts. Da sind keine getrennten Geister mit getrennten Gedanken. And yet, to believe in the ego is to see the world through the ego's filter. Und doch an den Ego-Mind zu glauben, bedeutet, die Welt durch den Filter des Egos zu sehen. But the ego is a death wish. Aber das Ego ist ein Todeswunsch. Believe in the ego and you perceive a fragmented perception. Wenn du an das Ego glaubst, siehst du eine getrennte Welt. If you believe in competition, you perceive it everywhere. Wenn du an Wettbewerb glaubst, siehst du ihn überall. If you believe in comparison, then you perceive a world of comparison. Wenn du an Vergleich glaubst, dann siehst du eine Welt von Vergleichen. If you believe in possessions, you perceive a world of possessions. Wenn du an Besitz glaubst, dann nimmst du eine Welt von Besitz wahr. Yeah. And it goes on because the world is just a reflection of the mind. Und das geht immer so weiter, weil die Welt nur eine Reflexion des Geistes ist. And when you experience miracles, you realize you have no need of any of those things. Und wenn du Wunder erlebst, dann stellst du fest, dass du absolut keinen Nutzen mehr hast von den Dingen der Welt, an den Dingen der Welt. Yeah. You're only interested in real heart-to-heart communication. Du bist nur noch interessiert an wirklichen Herz-zu-Herz-Kontakten, Begegnungen. You're only interested in honesty, Du bist nur noch an Ehrlichkeit interessiert, integrity, in Integrität, respect, Respekt, kindness. in Freundlichkeit. You feel a sweetness for everything and everyone, Du fühlst eine Süße für alles und jeden, with no exceptions. ohne Ausnahme.
when you don't want anything from the world, wenn du nichts von der Welt möchtest, the world doesn't want anything from your mind. wird die Welt nichts von deinem Geist wollen. It's the greatest secret that there ever is. Das ist das größte Geheimnis, was je war. The instant I stopped trying to get something from the world, In dem Moment, wo ich aufgehört habe, etwas von der Welt zu wollen, the world turned very soft. hat sich die Welt sehr, sehr sanft gezeigt. The world was like a sweetheart. Die Welt war wie ein Sweetheart. Yeah. Yeah. Because it's only the ego that wants to get something from the world. Das ist nur das Ego, was etwas von der Welt möchte. And the spirit doesn't understand this desire to get. Und der Spirit versteht überhaupt nicht diesen Wunsch, etwas bekommen zu wollen. Spirit is just pure giving. Spirit ist nur pures Geben. And mostly giving of your happy attitude, of your joy. Und am meisten von deinem Glücklichsein zu geben, von deinem Zustand des Glücks weiterzugeben. Yeah, that is the real gift that we are here to give. Das ist das wirklich Geschenk, warum wir hier sind, es zu geben. And this also allows you to remember to laugh frequently. Und das erlaubt dir auch, andauernd zu lachen. Yeah. It also helps you realize there is nothing really to take serious. Das erlaubt dir auch festzustellen, dass wirklich nichts ernst zu nehmen ist. Yeah. That in truth you can be very lighthearted. In Wahrheit kannst du wirklich sehr leichten Herzens sein. And extend this attitude to everything and to everyone. Und diese Eigenschaft zu jedem und allem auszudehnen. And it all starts with the prayer of the heart. Und das fängt alles mit einem Gebet des Herzens an. If you truly want to be happy, Wenn du wirklich glücklich sein willst, the world has no power to keep you from the happiness. dann hat die Welt absolut keine Kraft, dich davon abzuhalten, glücklich zu sein. If you want to have a heart of devotion and devotion to God, Wenn du ein Herz voller Hingebung zu Gott hast, then you begin to witness many, many reflections of that devotion. dann wirst du ganz viele Zeugen bekommen für diese Hingabe. Because the faith in your heart can bring everything that you want and desire into experience. Weil dieser Glaube in deinem Herzen alles, was du dir wünschst, in deinen Geist bringt, um es zu erfahren. Faith is very holistic. Der Glaube ist sehr, sehr holistisch, ganzheitlich. Yeah. Faith immediately transfers to everyone and every situation. Glaube transformiert sofort zu allem, in jeder Situation und zu jedem. And when you think in terms of the body and the world, Und wenn du in Begriffen wie Körper und der Welt denkst, this is the ego's fragmented perception. das ist des Egos fragmentierte Wahrnehmung. And the ego separates people and situations as if they are unrelated to each other. Und das Ego trennt Personen, um zu zeigen, dass sie nicht zueinander gehören. And Jesus says, trust would settle every problem now. Und Jesus sagt, Vertrauen würde jedes Problem jetzt lösen. So
what we are releasing is this habit of situations. Was wir loslassen, ist dieses Verhalten zu sehen, dass es Situationen gibt. For example, you may think, what is my financial situation? Zum Beispiel, wie sieht meine finanzielle Situation aus? What is my relationship situation? Wie sieht meine Beziehungssituation aus? What is my family situation? Wie sieht meine familiäre Situation aus? What is the health of my body? What is that situation? Wie sieht es mit der Gesundheit meines Körpers aus? Was ist das für eine Situation? And when you believe in the ego, you have to confront these thoughts every day. Und wenn du an das Ego glaubst, bist du mit diesen Gedanken jeden Tag konfrontiert. Every day seems to be filled with decisions to handle different issues and different situations. Jeder Tag sieht so aus, als wäre gefüllt, immer nur Konflikte zu lösen und verschiedene Situationen zu lösen. And yet, Jesus tells us that faith can handle all situations at once. Und doch sagt uns Jesus, dass Vertrauen jede Situation sofort lösen kann. Der Glaube. That faith provides the fullness and the abundance of who we really are. Der Glaube stellt uns diese Erfüllung und die Fülle dessen, was wir wirklich sind, zur Verfügung. Yeah. And so any issue that you believe you have is simply a lack of faith. Und es ist so, dass jedes Problem, was du denkst, was du hast, wirklich ein Mangel an Glauben ist. And this is why Jesus seemed to heal the sick and to raise the dead. Und das ist, warum es so aussieht, als hätte Jesus Kranke geheilt und Tote zum Leben erweckt. Yeah. Because to the Christ, even sickness and death are non-issues. Nämlich für den Christus sind Krankheit und Tod überhaupt kein Problem. And yet you can see by believing in the ego, it makes issues where there are no issues. Und so kannst du sehen, dass wenn du an das Ego glaubst, macht es Probleme da, wo gar keine Probleme sind. Yeah. And the way to come to this experience of faith Und der Weg, wie du zu dieser Erfahrung des Glaubens kommen kannst, is to hide nothing in the unconscious mind. liegt darin, nichts zurückzuhalten im unbewussten Geist. To have an attitude which simply does not want to hide anything or hold on to any secrets. Eine Haltung zu haben, in der du nichts zurückhalten willst und keine Geheimnisse haben willst. So when Jesus is speaking, he's literally speaking for the whole universe. Wenn Jesus also spricht, spricht er wirklich für das ganze Universum. The Holy Spirit is the universal voice that is the voice of joy. Der Heilige Geist ist die universelle Stimme, die für alle spricht. And that's why we have such a focus on hearing the Holy Spirit. Wir sind so fokussiert, um die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Yeah, that is no small thing. Das ist keine kleine Angelegenheit. That is the answer to every conceivable problem. Das ist die Antwort zu jedem anscheinenden Problem. Yeah. And so with faith, it seems that it's easy to trust this inner guidance. Mit Glauben ist es sehr leicht, der inneren Führung zu vertrauen.
it's the evaporation of all future worries and concerns. Es löst komplett alle zukünftigen Sorgen auf und Bedingungen. Yeah, it's also the evaporation of all regrets and grievances. Es löst auch alle Bedauern und jeden Groll auf. Because a grievance is just the belief in a false identity. Weil Groll nur ein Glaube an eine falsche Identität ist. Yeah. And as you feel relaxed about being very transparent, Und wenn du entspannt bist und sehr transparent, you see that you have nothing to protect and nothing to defend. siehst du, dass du nichts zu schützen hast und nichts zu verteidigen hast. You know, you will not get into an argument because you don't have a point to prove. Du wirst dich nicht in einen Streit einlassen, weil es keinen Punkt gibt, irgendwas zu beweisen. You realize that to have an opinion is not happy. Festzustellen, eine Meinung zu sein, ist nicht glücklich. You realize that to have an agenda or to try to control the world is really pointless. Festzustellen, wenn du einen Plan hast oder sorry, if you have an agenda and Is to have an agenda is really pointless. Einen Plan zu haben, ist total sinnlos. Because an agenda always is a sense of wanting to control based on the past. Weil einen Plan zu haben, ist immer der Versuch der Kontrolle über die Vergangenheit und Yeah. And as you go deeper into this faith, und wenn du immer tiefer in diesen Glauben gehst, you see what Jesus is mentioning in workbook lesson 158. Siehst du, was Jesus in der Lektion 138 meint. Yeah. 150. That's the lesson where he says the script is written. Das ist die Lektion, wo er sagt, die Geschichte ist geschrieben. Yeah. The world is over. It's a past thought. Die Welt ist vorbei. Es ist nur ein vergangener Gedanke. And who would want to focus on the past when the present instant is so glorious? Und wer will an der Vergangenheit festhalten, wenn der gegenwärtige Moment so glorreich ist? Yeah. Our prayer to be happy and to be free is so dear in our heart. Unser Gebet, glücklich zu sein und frei zu sein, ist so tief in unserem Herzen. Yeah. We will be content with nothing less. Wir werden mit nichts anderem zufrieden sein. Yeah. And so we feel that we have a light that we are meant to shine. Wir fühlen dann, dass wir ein Licht haben, das wir geben sollen. And there is no reason to withhold your light. Es gibt keinen Grund, dieses Licht zurückzuhalten. Every seeming situation is just an opportunity to extend this light. Jede anscheinende Situation ist nur eine Möglichkeit, dieses Licht auszubreiten. Yeah. It is an opportunity to live by the law of love. Es ist eine Möglichkeit, nach den Gesetzen der Liebe zu leben. And also to realize that the ego's make-believe laws hold no meaning. Und auch zu sehen, dass des Egos selbstgemachten Gesetze keine Bedeutung haben. Yeah. This is the prayer of every mystic, of every saint. Das ist das Gebet jeden Mystikers und jeden Heiligen. To
let go of the pursuit of the idols and the distractions of the world. Die ganzen, die Jagd nach den Götzen loszulassen in der Welt. Yeah. Und die Ablenkung. Ja. Not from a belief in sacrifice, Nicht durch einen Glauben an Opfer, but just from an experience in which needs fall away. aus einer Erfahrung heraus nur, dass Bedürfnisse wegfallen. The need for material accomplishments or material achievements fades away. Das Bedürfnis, materielle Besitztümer zu haben und materielle etwas zu erreichen in der Welt, Ziele zu haben, fällt weg. Yeah. And the need to try to understand the world falls away too. Und das Bedürfnis, die Welt verstehen zu wollen, fällt weg. That is the most frustrating thing for the mind that is awakening. Das ist der allerfrustrierendste Gedanke für den Geist, der aufwachen will. The ego is saying you must understand the world or you must make sense of the world. Das Ego sagt, du musst die Welt verstehen, du musst einen Sinn in der Welt sehen. And Jesus is saying the world is an impossible situation. Und Jesus sagt, die Welt ist eine unmögliche Situation. He says you will never find meaning in linear time. Er sagt, du wirst nie eine Bedeutung in der linearen Zeit finden. And suddenly you start to realize that you don't need future goals. Und dann stellst du fest, plötzlich, dass du überhaupt keine Ziele in der Zukunft brauchst. Yeah. You don't even have to have a bucket list of things that you want to do in the future. Du brauchst noch nicht mal mehr eine To-Do-Liste für Ziele, die du in der Zukunft haben möchtest, also erfüllt haben möchtest. Yeah. You would rather just rest content with what is. Du wirst wirklich nur noch da sein wollen, in dem dich ausruhen wollen, was wirklich ist. So when you practice the course, do not think of it as like a theology. Also wenn du den Kurs praktizierst, dann denke nicht an ihn als eine Art Theologie. And as you begin to apply it, you will not even think of it anymore as a book. Und wenn du anfängst, es anzuwenden, wirst du doch nicht mehr daran denken, als dass es ein Buch ist. There is nothing more frustrating than trying to intellectually understand A Course in Miracles. Es gibt nichts Frustrierenderes, als zu versuchen, den Kurs in Wundern intellektuell zu verstehen. Because peace and understanding go together. Weil Frieden und Verständnis zusammengehen. You actually cannot understand anything until you experience consistent peace. Du kannst wirklich überhaupt nichts verstehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du wirklichen Frieden erlebst. Yeah. You can't even understand the metaphysics until you experience the peace that the metaphysics point to. Du kannst noch nicht mal die Metaphysik verstehen, bis du diesen Frieden erfährst, auf den dich die Metaphysik hinweist. When you take a course of learning in the world, wenn du einen Kurs im Lernen der Welt nimmst, you're supposed to learn what the course is teaching you. Dann ist er dazu da, zu lernen, was die Welt dich lehrt. So that in the future you can apply what you learned. Sodass du in der Zukunft das anwenden kannst, was du gelernt hast. But the course is the exact opposite to learning in the world. Aber der Kurs ist das komplette Gegenteil zum Lernen in der Welt. You have to apply the lessons so completely. Du musst diese Lektionen so total anwenden.
transfer the mind training so completely das Mindtraining so total transferieren, that finally the understanding comes into awareness. dass zum Schluss das Verständnis ins Gewahrsam einfließt. So you can give up trying to first understand the course and then apply it. So, wir müssen aufgehen, zuerst zu versuchen, den Kurs zu verstehen und ihn dann anzuwenden. That's just for the learning of the world, the way we have learned in education. Das ist nur das Lernen der Welt, so wie es uns beigebracht wurde. But it's only the practical application to the mind that brings understanding. Aber es ist nur die praktische Anwendung im Geist, die uns dieses Verständnis bringt. Sometimes people say to me, Manchmal sagen Leute zu mir, I have so much trouble, they say, trying to explain the course to other people. ich habe so viel Ärger damit, den Kurs anderen Leuten zu vermitteln. But Jesus doesn't want us to explain the course to other people. Aber Jesus möchte nicht, dass wir den Kurs anderen Leuten erklären. He wants us to apply the miracle in our mind and demonstrate the attitude of love. Er möchte, dass wir das Wunder in unserem Geist anwenden und die Haltung der Liebe aufzeigen. Yeah. So it's entirely in the demonstration. Also es liegt komplett in der Demonstration. To teach is to demonstrate. Zu lehren ist zu demonstrieren. And most importantly is the attitude. Und das Wichtigste ist die Haltung. If the behavior reflects the attitude of peace, all is well. Wenn das Verhalten die Haltung des Friedens zeigt, dann ist alles gut. Yeah. And so words without peace don't really mean anything. Also Worte ohne Frieden bedeuten nicht wirklich irgendetwas. Yeah. The peace of mind is everything. Der Frieden des Geistes ist alles. And then the words can only reflect that attitude. Und dann können die Worte nur diesen Frieden reflektieren. Yeah. Die Haltung. And when you are in this attitude of present trust, Und wenn du diese Haltung hast von gegenwärtigem Vertrauen, yes, the whole world reflects it. die ganze Welt wird es reflektieren. You simply draw forth witnesses to a very trusting faith. Du wirst ganz viele Beweise anziehen zu diesem in diese vertrauensvolle Haltung, zu dieser Haltung. Yeah. Glauben. Yeah. So in that sense, you don't have to react or respond to the world. In diesem Sinne brauchst du nicht auf die Welt zu reagieren oder ihr zu antworten. Because you have a new interpretation of the world. Weil du eine neue Interpretation der Welt hast. And this interpretation of the Holy Spirit does not see problems. Und diese Interpretation mit dem Heiligen Geist sieht keine Probleme. This is the deepest meaning of forgiveness. Das ist die tiefste Bedeutung der Vergebung. The Holy Spirit has overlooked the error of the ego entirely. Der Heilige Geist hat den Irrtum des Egos komplett übersehen. And you bring the faith of the Holy Spirit to everything and to everyone. Und du bringst den Glauben des Heiligen Geistes zu jedem und zu allem. Because the Holy Spirit does not look to errors.
weil der Heilige Geist nicht auf den Fehler schaut. In the Holy Spirit's presence, all errors have already been corrected. In der Sichtweise des Heiligen Geistes sind alle Fehler bereits korrigiert worden, berichtigt worden. So, very practically, you see you have a question to face in the mind. Ganz praktisch ausgedrückt, du hast eine Frage, du bist mit einer Frage im Geist konfrontiert. Yeah. On the one hand, do you want to find fault or blame or guilt? Auf der einen Seite willst du den Fehler finden oder Schuld. Or, on the other hand, you just see innocence and see love wherever you look. Und auf der anderen Seite siehst du nur die Unschuld und die Liebe. And this is why you finally give up all attempts to analyze the world. Und das ist, warum du schlussendlich aufgibst, die Welt analysieren zu wollen. The Holy Spirit does not analyze problems or analyze the world at all. Der Heilige Geist analysiert die Welt überhaupt nicht. Imagine yourself walking into any situation Stell dir vor, du gehst in irgendeine Situation with a big smile on your face mit einem großen Lächeln auf deinem Gesicht. and saying, "Is there a problem here?" Gibt es hier ein Problem? That's where you start to feel the joy of the Spirit. Dann fängst du an, die Freude des Spirits zu fühlen. That's been the most fun for me is to seem to travel the world. Das ist der größte Spaß für mich, wenn es aussah, als würde ich die Welt bereisen. With this deep faith that there really aren't any problems. Mit diesem tiefen Glauben, dass da wirklich keine Probleme sind. You seem to miss catching a plane. Oh well. Sieht so aus, als würdest du einen Flug verpassen. Okay. You miss your train. Oh my. Du verpasst deinen Zug. Kein Problem. You get the feeling that you're always in the right place at the right time. Du bekommst das Gefühl, immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Yeah. And as you go deep into the miracle, you really feel this is so. Und wenn du tief in das Wunder eindringst, dann fühlst du wirklich, dass es so ist. Yeah. And finally, you come into a deep experience. Und schlussendlich kommst du in eine tiefe Erfahrung, That you've never done anything wrong in your entire life. dass du niemals in deinem ganzen Leben irgendetwas falsch gemacht hast. And you've never done anything right in your entire life either. Und du hast niemals irgendetwas richtig gemacht in deinem ganzen Leben. Ooh, oh my gosh. Oh You mein feel Gott. so happy, so innocent. Du fühlst dich so glücklich und so unschuldig. Because you start to realize you are not the doer. Weil du fängst an festzustellen, dass du nicht der Macher bist. Yeah. That you are beyond the doer. Du bist jenseits des Machers. That you actually are a state of mind that is not dependent on the body or the doer. Du bist ein Geisteszustand, der jenseits des Machers ist. Yeah. Und nicht And this abhängig von ihm. Yeah, it's a very natural feeling of innocence. Das ist ein ganz natürliches Gefühl von Unschuld. And it doesn't depend on the world of circumstances. Und es hängt nicht von der Welt, der Umstände der Welt ab. I have a friend who is practicing the course inside of a prison. Ich habe einen Freund, der den Kurs in einem Gefängnis praktiziert. And
his body has been in this prison for over 20 years. Und sein Körper ist in diesem Gefängnis über 20 Jahre. But now he sees that it was only the prison of the ego belief that was blocking him from happiness. Und jetzt stellt er fest, dass es wirklich nur der Glaube im Geist war, der ihn quasi im Gefängnis hält und von der Freude abhält. Yeah. In seinem His Geist. goal is no longer to leave the physical prison. Sein Ziel ist es nicht mehr, das Gefängnis als Körper zu verlassen. He is so focused on present peace and happiness. Er ist so fokussiert auf den gegenwärtigen Moment und das Glück und den Frieden. Yeah. He's learning to free his mind at any instant that he chooses. Er lernt seinen Geist zu befreien in jedem Moment, in dem er es wählt. Yeah. It's really just the release of guilt. Es ist wirklich nur ein Freilassen der Schuld. Yeah. So in my parable the parable of David, I have had the opportunity to trust. Also in dem Gleichnis von David hatte ich die Möglichkeit zu vertrauen. I really had to trust Jesus to let go of all thoughts of like a career. Sorry. I've had to trust Jesus to let go of thoughts of a career. Ich musste Jesus vertrauen, die Gedanken loszulassen, dass ich eine Karriere haben würde. Because Jesus said, I will provide everything that you need. Weil Jesus sagte, ich werde alles zur Verfügung stellen, was du brauchst. He told me, you don't need a career, you need me. Er hat mir gesagt, du brauchst keine Karriere, du brauchst mich. You need to pay attention and listen and follow. Du musst aufpassen und zuhören und folgen. But just give your whole heart and your whole mind. Aber gib dein ganzes Herz und deinen ganzen Geist. And see how everything is taken care of. Und sehe, dass für alles gesorgt ist. Yeah. Experience how trust settles every problem. Erfahre, wie Vertrauen jedes Problem löst. Experience how giving has no limit and no end. Erfahre, wie Geben keinen Anfang und kein Ende hat. Openly communicate and share as if there is no tomorrow. Teile alles offen, als gibt's kein Morgen. Yeah. Hold back nothing. Halte nichts zurück. Hide nothing. Halte nichts zurück. Verstecke nichts. Yeah. Give everything in your heart, every moment, to everyone. Gib alles in deinem Herzen, jeden Moment, zu jedem. And then you see how free the mind is. Und dann wirst du sehen, wie frei der Geist ist. It is letting go of every thought of limitation and lack. Das ist das Loslassen an jedem Gedanken auf Eingrenzung oder Mangel. It is letting go of all future goals and ambitions. Es ist das Loslassen aller zukünftigen Ziele oder Ambitionen. Yeah. And just being curious of what the present moment has to offer. Und nur neugierig zu sein, was der gegenwärtige Augenblick zu bieten hat. It's just saying to Jesus, show me. Und nur Jesus zu sagen, zeig es mir. Convince me. Überzeug mich. It's all on you. I want to be convinced. Das ist alles von dir. Ich möchte überzeugt werden.
And Jesus is very much, oh, thank you very much, I will. Und Jesus sagte, oh ja, sehr gerne, das werde ich tun. I was waiting for that invitation. Ich habe gewartet auf diese Einladung. And so you have a feeling like, wow, I really cannot control this world at all. Und dann bekommst du ein Gefühl von, wow, ich kann diese Welt wirklich nicht kontrollieren. And Jesus says, that's right, you never could. Und Jesus sagt, das stimmt, du konntest das noch nie. Wasn't it frustrating trying to control the world? War das nicht frustrierend, zu versuchen, die Welt zu kontrollieren? Yeah. It's even difficult to try to control the body. Es ist auch sehr schwierig, zu versuchen, den Körper zu kontrollieren. I like to just show up, and I never know if something will come through the body at all. Ich erscheine einfach nur und ich weiß nie, was durch diesen Körper kommen will. Überhaupt nicht. Andreas and Sabine have invited me here, but I have no clue what words will come out. Andreas und Sabine haben mich hier eingeladen und ich habe keine Ahnung, welche Wörter aus meinem Mund kommen werden. No pressure. Kein Druck. Because I'm clueless. Weil ich total ahnungslos bin. Yeah. I'm just listening like all of you are listening. I'm hearing it too. Ich höre nur zu, wie ihr alle zuhört. Ich höre zu. Yeah. Hearing it for the first time. Ich höre es zum ersten Mal. Yeah. And so what a freedom to give up the idea of repetition. Was für eine Befreiung, die Idee der Wiederholung aufzugeben. Yeah. To realize that happiness does not require repetition. Zu sehen, dass Glücklichsein keinerlei Wiederholung beinhaltet. And even the lessons of A Course in Miracles are to be finished and released. Und auch die Lektionen des Kurs in Wunderns sind dazu da, sie irgendwann zu beenden und wegzulegen. Yeah. And maybe you have a goal to become a teacher of God. Vielleicht hast du ein Ziel, ein Lehrer Gottes zu werden. Because people who work with the Course, they feel like that's what they would like to achieve. Weil Leute, die mit dem Kurs in Wundern arbeiten, denken, das ist das Ziel, was sie erreichen möchten. But here's what Jesus has to say about that. Aber hier ist, was Jesus dazu zu sagen hat. A good teacher teaches to make himself unnecessary. Ein guter Lehrer lehrt, dass er sich selbst unnötig und überflüssig macht. Isn't that a wonderful goal? Unnecessary. Ist das nicht ein wundervolles Ziel? Unnötig. Yeah. Überflüssig. Yeah, you don't even have to hold on to that concept. Du brauchst noch nicht mehr mal an diesem Konzept festhalten. Because the goal is to free your mind of all personal concepts. Weil das Ziel ist, deinen Geist von allen persönlichen Konzepten zu befreien. And when you practice, I am not a body, I am free. Und wenn du dich darin übst, dass ich kein Körper bin, dass ich frei bin, you really start to feel that freedom very deeply. du wirst es wirklich feststellen, dass diese Freiheit ganz tief. Yeah. Because in the holy instant, you are freed of expectations. Weil du im heiligen Augenblick befreit bist von Erwartungen. Yeah. All expectations. Allen Erwartungen. And this is the freedom that was always prayed for. Und das ist diese Freiheit, für die immer gebetet wurde. Jesus says, what do you want? Freedom of the body or freedom of the mind? Jesus sagt, was willst du? Freiheit des Körpers oder die Freiheit des Geistes? For both you cannot have. Weil beides kannst du nicht haben. So you start to look at your mind very closely.
Du fängst also an, deinen Geist sehr, sehr genau zu beobachten. Yeah. And you do not dismiss any emotion that comes into awareness. Und du lässt kein Gefühl aus, was in dein Gewahrsein kommt. And you certainly don't want to push anything down or repress anything. Und du willst auf gar keinen Fall mehr irgendwas unterdrücken. But you do value the sense of open-mindedness. Aber du schätzt das Gefühl des offenen Geistes. Yeah. You value this experience of stillness. Du wertschätzt das Gefühl der Stille. Questions that once were there just start to evaporate. Fragen, die vorher da waren, lösen sich einfach auf. Yeah. You're not interested in questioning a brother. Du bist nicht daran interessiert, einen Bruder in Frage zu stellen. You don't control the words, so you just enjoy the connection. Du kontrollierst die Worte nicht mehr, du genießt einfach die Verbindung. Yeah, that feeling of just being connected. Das Gefühl, verbunden zu sein. Yeah. So, wow, this has been quite a fun time. Das war eine sehr lustige Zeit. Because we are here to celebrate the Spirit. Weil wir hier sind, den Spirit zu feiern. I've seen some of your dance sessions on Facebook. Looks very good. On Facebook. Ich habe einige eurer Tanzsessions gesehen on Facebook. I think Sabine and some others have captured some very happy times. Ich glaube, Sabine und ein paar andere haben eine glückliche Zeit festgehalten. Yeah. So I just want to thank Andreas and Sabine and all of you. Ich möchte einfach nur Andreas und Sabine und allen von euch danken. Yeah. And I send you all the love in my heart. Und ich schicke euch die ganze Liebe meines Herzens.